Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Heute geht es um das effektive Üben, eines der wichtigsten Themen überhaupt für uns Musiker. Denn dieses Thema entscheidet darüber, ob ihr jahrelang auf der Stelle herumtrampelt und unzufrieden werdet, keine Fortschritte macht oder ob ihr wirklich rasant vorankommt mit eurem Instrument. Diese Vorgehensweise werde ich euch heute in 8 Punkten erläutern. Bleibt dran! Noch nie war es so leicht und gleichzeitig so schwer, richtig effektiv Gitarre zu üben. Alle Übungen und Informationen sind nur einen Klick entfernt, aber genau dieses Überangebot und die ständige Ablenkung machen effektives, zielgerichtetes Üben heutzutage wirklich sehr schwer. Heute zeige ich dir 8 effektive Wege, wie du dein Üben gestalten kannst, um wirklich wieder voranzukommen. Ich leite meine Modern Guitar School in Wiesbaden seit über 30 Jahren und habe in der Zeit schon mit Hunderten oder Tausenden von Schülern zu tun gehabt und weiß ganz genau, worüber ich rede, wenn es um das Thema Üben geht. Alles klar, lass uns starten. Punkt 1, das Mindset. Mein Gehirn, meine Einstellung zum Üben überhaupt. Nicht, ich muss üben, nein, ich habe Lust zu üben, ich habe einfach Bock, dieses schöne Instrument zu berühren, ich habe Lust, diese geniale Musik zu hören, ich habe Lust, diesen Sound zu hören, ich möchte gern weiterkommen, ich möchte beim nächsten Gig besser spielen, ich möchte üben, weil es mir Spaß macht. Streicht aus eurem Gehirn, ich muss üben. Das hat mit Zwang zu tun. Alles, was mit Zwang zu tun hat, mögen wir Menschen nicht besonders. Deswegen dreht es euch im Kopf um. Ihr wollt üben, weil es euch Spaß macht. Das ist eine ganz andere Grundeinstellung wie, Mist, es ist schon wieder 19 Uhr, ich muss unbedingt noch 10 Minuten irgendeine Tonleiter üben. Falsche Einstellung, falscher Ansatz. Ihr habt Lust zu üben, ihr wollt üben, es macht euch Spaß. Eine positive Einstellung bringt auf jeden Fall bessere Ergebnisse, werdet ihr sehen. Betrachtet also Üben als Werkzeug für Fortschritt und nicht als Pflicht. Punkt 2, das Übungsumfeld. Ihr braucht einen Platz, an dem ihr eure Ruhe habt. Das ist ganz wichtig. Das Handy aus, Ablenkung vermeiden und am besten auch die Tür zu machen, damit ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr irgendjemand stört oder euch jemand zuhört, weil unterbewusst ist es einem schon peinlich, wenn man Übungen macht, wenn man sich mal verspielt. Üben bedeutet ja, sich mit Dingen zu konfrontieren, die man nicht kann, und da möchte man eigentlich nicht, dass jemand zuhört. Also Ablenkung vermeiden, Handy aus, WhatsApp aus, keine Nachrichten, das lenkt nur ab und zerstört eure Übungsroutine. Dann wäre es sehr von Vorteil, wenn ihr einen Computer habt. Das muss nicht der neueste sein, das kann eine alte Kiste sein. Hauptsache, ihr könnt Musik abspielen, ihr könnt mit Guitar Pro arbeiten, ihr könnt mit Cubase arbeiten, um euch einen Klick zu geben, um euch kontrollieren zu können. Zu diesen Punkten werde ich später noch genauer etwas sagen. Dann ist es sehr von Vorteil an eurem Übungsplatz, wenn ihr auch einen guten Gitarrensound erzeugen könnt, denn ein guter Sound motiviert. Ihr braucht auch einen verzerrten Sound zum Beispiel, wenn ihr an Rockgitarrensachen arbeitet, denn nur wenn ihr verzerrt spielt, hört ihr auch, ob irgendwelche Saiten mitschwingen, ob eure Dämpftechnik stimmt oder nicht. Also ein guter Gitarrensound, ein Computer zum Abspielen von Tracks, zum Aufnehmen, zum Verwenden von Guitar Pro, gute Boxen oder ein guter Kopfhörer, denn ihr sollt ja detailreich hören, ihr sollt im Detail hören, also ob irgendetwas mitschwingt oder nicht. Das kann ein guter Kopfhörer sein, das können gute Monitorboxen sein, ihr müsst gut hören können und das könnt ihr natürlich auf hochwertigen Boxen besser als auf irgendwelchen Billigschüsseln. Ich blende euch mal meinen Übungsplatz ein. Da könnt ihr schön erkennen, dass ich alle Tools, die ich benötige, in greifbarer Nähe habe. Ich kann also aus sitzender Position meinen Gitarrenverstärker bedienen, ich kann meinen Computer bedienen, ich kann die Lautstärke ändern, ich muss nicht aufstehen und so kann ich konzentriert und effektiv gut arbeiten. Punkt 3, ein ganz wichtiger Punkt, Fokus statt Ablenkung. In den 80er und 90er Jahren hatten wir kein YouTube, keine Handys, kaum Ablenkung. Dadurch blieb ich zum Beispiel beim Üben konstant an einem Thema. Ich bekam zum Beispiel ein Gitarrenbuch mal von meinem Gitarrenlehrer damals, Rockgitarrensachen, irgendwelche Licks. Das habe ich von vorne bis hinten gelernt, über Monate. Ich spiele, glaube ich, heute noch Licks davon. Also das hat mir wirklich geholfen und ich war nicht abgelenkt. Was macht man heute? Man klickt ein YouTube-Video nach dem nächsten, kratzt da mal was an, spielt da einen Lick halb, dann sieht man wieder einen Lick, oh, das möchte ich ja auch noch lernen. Und wenn ihr euch dann nach einem Monat fragt, was habe ich in diesem Monat gelernt, ist die Antwort 0. Ihr habt alles Mögliche angekratzt, nichts ist in die Tiefe gegangen und ihr seid auf dem gleichen Stand wie vor einem Monat. Macht also mal eine bewusste Mediendiät, beschränkt die Auswahl,
Und werft von Bord, alles gleichzeitig lernen zu wollen, denn auf diese Art und Weise lernt ihr überhaupt nichts. Es ist viel besser, einen Lick sauber und gut zu können, als 10 Licks nur so halb. Okay, sind wir schon bei Punkt 4. Klare Ziele. Setzt euch auf jeden Fall klare Ziele, was ihr üben wollt. Überlegt euch, wo sind eure Defizite, was hat bisher noch nie so geklappt, wo fehlen vielleicht so ein paar Basics, wo fehlen vielleicht irgendwelche technischen Fähigkeiten, fehlt es vielleicht an Musikverständnis, Harmonielehre. Das kann ich euch jetzt hier nicht beantworten in einem 15-Minuten-Video. Aber es gibt demnächst große Kurse von mir, wo es um verschiedene Gitarrenthemen geht. Solltet ihr euch vielleicht schon mal vormerken. Da werde ich total in die Tiefe gehen und euch allumfassende Tipps geben und auch Übungspläne. Also wie gesagt, klare Ziele setzen, was ihr üben wollt. Ihr müsst auch eine Grenze ziehen zwischen Spielen und Üben. Wenn ihr eine halbe Stunde irgendwas rumdudelt, was ihr sowieso schon könnt, dann ist das kein Üben. Ich persönlich unterrichte etwa 6 Stunden am Tag. Das ist kein Üben. Da spiele ich Dinge, die ich sowieso schon kann. Das bringt vielleicht meiner Motorik was, dass alles auf dem gleichen Stand bleibt und ich fit bleibe. Aber ich konfrontiere mich nicht in der Unterrichtszeit mit Schülern mit Dingen, die ich nicht kann. Ja, also ist es auch kein Üben. Üben bedeutet, sich mit Dingen auseinandersetzen, die ihr nicht könnt und euch bewusst und zielgerichtet damit auseinandersetzt. Macht euch vielleicht auch einen groben Zeitrahmen, dass ihr sagt, ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, da mache ich ein bisschen Warm-up und dann setze ich mich mit dem Thema auseinander, das ich üben möchte. Auch ganz wichtig, macht diese Übung nicht nur einen Tag, sondern macht das je nach Schwierigkeitsgrad über einen längeren Zeitraum. Da kann ich jetzt nicht sagen 4 Wochen oder 6 Monate. Das richtet sich natürlich nach der Problematik. Aber dass euch bewusst ist, an einem Tag werdet ihr nicht super Highspeed-Picker oder fantastische Arpeggio-Spieler. Das ist ja eh klar. Längerer Zeitrahmen und fokussiert mit Problemstellen auseinandersetzen. Punkt 5, die Übungsstrategie. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wie übt man etwas? Ich nehme dafür mal das Intro-Lick, das ich ganz am Anfang dieses Videos gespielt habe. Einfach nur als Beispiel und wir nehmen mal an, ihr wollt den ersten Teil dieses Licks üben. Der erste Punkt ist Zuhören. Ja, man hört sich das Lick an und versucht alle Aspekte, die dafür wichtig sind, zu hören. Ein ganz häufiger Fehler meiner Schüler im Unterricht: Ich will ihnen irgendwas vorspielen und bevor sie zuhören, fangen sie sofort an, drüber zu dudeln und können so überhaupt nicht wahrnehmen, was passiert da überhaupt, was für ein Phrasing hat der Gitarrist, was für ein Timing. Erstmal hören. Hören und nochmal hören und aufsaugen, was passiert da überhaupt. Ich gehe gleich zu dem Lick und zeige euch das mal, wie ich das mache. Der nächste Schritt, wenn ihr es euch genau angehört habt, ist, euch die Tabulatur zu nehmen und das Lick erstmal ohne Timing in eure Motorik zu bekommen. Das heißt, es ganz langsam durchzuspielen und die Finger daran zu gewöhnen, wie der Bewegungsablauf ist. Jetzt kommt ein kleiner Abriss aus der Hirnforschung, finde ich sehr interessant. Da gibt es die magische Zahl 8. Nämlich 8 Wiederholungen, 8 korrekte, langsame Wiederholungen. Ihr macht euch erstmal Gedanken über den Fingersatz, wie ihr das Lick spielt. Welchen Finger setzt ihr an welcher Stelle, damit es möglichst sinnvoll ist für die Finger. Und dann spielt ihr langsam dieses Lick 8-mal konzentriert durch und jedes Mal genauso. Der gleiche Fingersatz. Verwendet ihr bei Runde 5 einen anderen Fingersatz, dann seid ihr wieder bei 0 und ihr müsst von vorne anfangen. Denn dann überschreibt ihr das, was ihr vorher eingespeichert habt. Und erst nach 8 Wiederholungen, es können auch 10 sein, geht diese Information in tiefere Hirnregionen und wird dort abgelegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, spielt ihr zu schnell, unsauber, spielt ihr jedes Mal einen anderen Fingersatz, wird sich nichts abspeichern. Ihr braucht die 5- oder 10-fache Übungszeit und es wird immer noch schlecht klingen. Langsam spielen, die gleichen Informationen wiederholen und dann seid ihr ganz schnell am Start und euer Gehirn speichert diese Information als die richtige Information ab. Das Fatale ist natürlich, spielt ihr irgendeinen Gulaschfingersatz oder irgendwas schnarrt mit oder sonst was oder schwingt mit, dann speichert das Gehirn das genauso ab und euer Lick wird immer genauso schlecht klingen. Ja? Bedeutet also, in dieser Phase des Übens ist es ganz wichtig, präzise, langsame Wiederholungen zu machen. Und erst dann geht ihr ans Timing. Und das zeige ich euch jetzt mal an Gitarre Pro, wie ihr das macht. Okay, wir hören uns erstmal das Lick auf 100% an.
So, und jetzt verlangsamen wir das Ganze auf eine Geschwindigkeit, die ihr mitspielen könnt und unterteilen es, ganz wichtig, in kleine Pakete. Das kann eine Licklänge sein, wie wir es in diesem Fall machen, denn dieses Lick hat 2 Problemstellen. Es startet auf der 2, das muss man erstmal fühlen, wo das ist. Und das Lick geht in Triolen aufwärts, das muss man auch erstmal üben. Also das Lick in die Finger kriegen und diese beiden Problemstellen analysieren. Guitar Pro langsam machen, das ist das Schöne an dieser Software. Ihr könnt auf 30%, auf 20% gehen. Ihr könnt einen Takt oder eine Phrase euch endlos loopen und so könnt ihr ganz hervorragend mit Spaß üben. Es klingt gut und ihr könnt euch direkt mit den Stellen konfrontieren, die nicht funktionieren und die so lange üben, bis sie 100% klappen. Wir machen das Ganze also nochmal auf 50% und hören uns das nochmal an. Ich zeige euch hier auch mal, wie man etwas loopt. Ihr zieht diesen blauen Bereich über den Bereich, den ihr loopen wollt. Dadurch loopt sich dann der markierte Bereich in der Geschwindigkeit, die ihr gewählt habt. Das war eine kleine Einführung in Guitar Pro. Das solltet ihr euch wirklich gönnen. Das sind, glaube ich, 60 € Anschaffung. Aber das Tool ist wirklich jeden Cent wert. Man kann wirklich sehr gut und effektiv damit üben. Lohnt sich. Und ich bin nicht Mitarbeiter von Guitar Pro. So, sind wir schon bei Punkt Nummer 7. Eine häufige Frage, die mir gestellt wird: Wie oft muss ich denn üben? In der Frage steckt schon der erste Fehler. Ich habe es euch vorhin erläutert. Versucht bitte das Muss zu vermeiden und dreht es euch so um, dass ihr üben wollt, dass es euch Spaß macht und dass ihr den Klang von eurem Instrument genießt. Wenn ich die Frage allerdings beantworten soll, dann natürlich ganz klar: Lieber regelmäßig 20 Minuten unter der Woche als am Sonntag zum Beispiel 3 Stunden am Stück. Macht kleine Einheiten, dann setzt sich das auch durch die regelmäßigen Pausen viel besser und ihr werdet weitaus bessere Fortschritte machen, als wenn ihr ein großes Paket einmal die Woche macht. Das bringt wesentlich weniger. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat 15 bis 20 Minuten am Tag Zeit. Alles andere sind Ausreden. Der letzte Punkt, Nummer 8, das Dokumentieren. Dokumentiert eure Übungserfolge. Das lässt sich zum Beispiel gut bei technischen Übungen machen. Wenn ihr zum Beispiel Speedpicking übt, könnt ihr euch aufschreiben, wie schnell schafft ihr es, zu einem geraden Takt Sechzehntel zu picken, durch eine Tonleiter zu spielen. Da solltet ihr regelmäßig Notizen machen, wie viel BPM ihr da schafft. Und so kann man wunderbar den Fortschritt dokumentieren, der wiederum auch motiviert, wenn man ihn auf Papier sieht. Übt auch nicht so eingleisig, also macht nicht nur 6 Wochen lang, ich sage jetzt mal Speedpicking als Beispiel. Musik besteht aus vielen verschiedenen Elementen. Ihr solltet Harmonielehre-Kenntnisse haben, Akkordkenntnisse, Rhythmik, Begleitung, verschiedene Skalen kennen. Es ist ein sehr weites Feld, ihr braucht gute Basics. Ich möchte euch jetzt hier keinen Übungsplan vorschlagen. Dafür ist es zu individuell, je nachdem, was ihr für eine Musikrichtung spielt. Bei meinem Kurs, der bald erscheint, werde ich allerdings ein paar Übungspläne unterbringen. Alright! Wir sind mal wieder durch. Jawohl, das war eine Menge Tipps. Ich hoffe, der Kopf qualmt euch nicht. Aber das musste wirklich mal gesagt werden. Ich habe leider schon so oft erlebt, dass Musiker völlig planlos üben, überhaupt keine richtigen Tools haben, noch nicht mal ein Metronom oder ein Klick oder ein Drumloop. Das geht nicht. Also wenn ihr vorankommen wollt, und das wollt ihr alle, und das in möglichst kurzer Zeit, befolgt meine Tipps und ihr werdet wieder Fortschritt haben. Wenn euch ein paar Punkte gefallen haben, wenn euch ein paar Punkte weiterbringen, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Würde mich total freuen, wenn ihr mich unterstützt, den Kanal weiter voranzubringen. Vielen Dank schon mal dafür. Man könnte über das Thema 3 Bücher schreiben. Ich habe das jetzt mal versucht zusammenzufassen in 15 Minuten, aber ich glaube, die wesentlichen Punkte habe ich verpackt. Okay, ich mache mich an den nächsten Workshop. Übt anständig, macht euch mal einen Plan, macht euch mal Gedanken über eure Übungsstruktur. Es lohnt sich. Ihr werdet damit größere Sprünge machen als vorher. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit hier mit eurem Instrument und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Workshop. Macht's gut, ciao!